Ja, herbei. Ich bin Da ist er. Komm, Hallo, mein Lieber. das freut mich sehr. Mich auch? Alles Wir dürfen klar. ein bisschen zusammen Wir machen jetzt was. Ich kann das zwar gar nicht aus der Partitur spielen, ich mach's trotzdem. 2, 3, 4. Ich bin mit Christian schon seit einigen Jahren befreundet. Eigentlich seit dem ersten Mal, wo er hier dirigiert hat, zweite Schumann. Das war schon eigentlich etwas ganz Besonderes damals. Auch für uns junge Kollegen war das wirklich, oh, da ist irgendetwas sehr Spezielles an diesem Menschen, an diesem Musiker, an diesem Dirigenten, der natürlich auch seine Historie im Orchester, gerade als Bratschen-Akademist und später als Assistent von Herbert von Karajan, natürlich hat. Insofern ist es für mich jetzt eine ganz besondere Freude, mit ihm spielen zu dürfen, von seiner Erfahrung als Operndirigent und als absoluter Strauss-Kenner profitieren zu dürfen, ist wunderbar für mich. Insofern, man sagt ja immer so, es gibt einige Dirigenten, die sind besser mit Begleiten als andere. Er ist sicherlich einer derjenigen, die am allerbesten sind, wenn man wirklich einen Solisten begleiten muss mit einem Orchester mit Big Personalities. Ich sag dir, wenn du Operndirigent bist, bist auf alles gefasst. Deswegen. Da bist du dann natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Ich rechne damit, weißt du, dass einer, auch wenn es rhythmisch nicht geht, einen Ritter-Tango macht. Das ist ja in deinem Fall nicht der Fall. Also insofern. Du machst das, mach mit mal das Tempo von dem Allegro. Die technischen Anforderungen an den Oboisten sind sicherlich die allerhöchsten, die es gibt. Dieses Konzert zu spielen ohne die sogenannte Zirkuläratmung, das heißt, dass man während des Blasens ein- und ausatmen kann, hat man früher tun müssen, hat man gemacht, aber es kommt einem Selbstmord gleich. Es ist auch noch unglaublich anstrengend, wenn man es beherrscht, aber es gibt also in alle Richtungen dummerweise Schwierigkeiten, die an die Grenzen der Oboe gehen, und ein Meister der Instrumentation wie Richard Strauss wusste genau, was geht und was nicht geht auf der Oboe, leider. Deswegen hat er die Fähigkeiten absolut bis zum letzten Mühe ausgenutzt. Das Oboenkonzert ist ja ein Alterswerk. Das ist am Ende seines Lebens im sogenannten Exil, so wird es immer bezeichnet, in seinem Haus in Garmisch, in seiner Villa geschrieben. Er selber hat es als Handgelenksübung bezeichnet, damit die müden Knochen nicht einrosten, war so sein Ausdruck. Und für uns ist das ein Glücksfall, dass er tatsächlich zurückgekehrt ist zu einem klassizistischen Stil, sehr, wie Maestro Thielemann sich ausgedrückt hat, ein naiver Stil fast. Also ein sehr einfacher, fast frühromantischer Stil. Und weißt du, wo du dir Zeit lassen kannst? Diese einfachen, naiven Linien mit Leben und Liebe und Schönheit zu erfüllen, ist eine große Aufgabe. Und gerade das, wenn Komponisten immer schreiben, Semplice, das ist für uns immer das Schwierigste. Pass auf, beim langsamen Satz würde ich mal sagen, es ist eigentlich wünschenswert, wenn der nicht zu langsam ist. Absolut, danke. Ich bin jetzt tatsächlich genau im Februar seit 20 Jahren hier dabei im Orchester. Es ist schon eine verrückte Zeit, die Zeit fliegt, Tempus fugit ist der alte Spruch. Ich fühle mich so, als wenn ich jetzt erst 6 Jahre dabei wäre, nicht schon 20. Damals, als ich aus Bamberg kam, Kleinstadt, Provinz, wunderschönes Orchester, aber eben sehr provinziell, dachte ich, es würde alles so bleiben. Ich nehme nur quasi meinen Hut und lege ihn hier auf einen anderen Tisch. Das war wirklich ein großer Irrtum. Damals, als ich hier vor 20 Jahren ins Orchester kam, war das Orchester natürlich noch die Generation davor sozusagen. Mittlerweile würde ich sagen, haben mindestens 60% des Orchesters gewechselt. Also eine ganz neue Generation mittlerweile. Und die Musiker, die Kollegen von mir, die damals noch unter Furtwängler gespielt haben, die gesamte Zeit von Karajan erlebt haben, sind natürlich völlig anderes aufgewachsen, waren einen ganz anderen Umgangston, gerade mit dem Chef, mit dem Maestro gewohnt. Und das war für mich schon oftmals schwierig, und ich musste einfach lernen, mich in diesem Umfeld adäquat
zu bewegen. Und ja, das war für mich so ein junger Musiker sozusagen im Sturm und Drang, war das doch oftmals problematisch. Nach den ersten 2, 3 Jahren, nach den sogenannten Probejahren wurde es besser. Aber bis sich so ein Gefühl der Zufriedenheit und der Ruhe einstellt, braucht es doch einige Jahre. Hast du gut gemacht. Kann ich hier ein bisschen diminuieren, dass wir hier quasi dann leise sind? Das ist klar. Genau. Wir haben hier, wie Simon Rattle es sagen würde, a bunch of very special personalities. Also wir sind doch eine ganze Riesengruppe von fantastischen Musikern und sehr außergewöhnlichen Menschen. Natürlich in einer unglaublichen Diversität. Gibt es dieses Wort? Keine Ahnung. Also einer Vielfalt und jeder hat zu diesem Stück dann seine eigene Meinung, auch wenn er es nicht kennt. Insofern, ich freue mich sehr, mit diesem wunderbaren Orchester spielen zu dürfen. Das ist natürlich eine große Auszeichnung für mich. Aber leichter als mit einem anderen Orchester ist es auf keinen Fall. Darf ich das noch sagen? Eigentlich muss ich dir das natürlich nicht sagen, aber dass wir bei dieser Stelle, diesem Trio quasi mit Cello und Horn, leise genug sind. Bravo. Was glaubst du, was die Sänger immer alle zu sagen? Ihr seid doch alle gleich. Das Orchester ist immer zu laut, so sind die. Klassische Musik ins Kino zu bringen, ist natürlich nochmal ein Schritt nach vorne, würde ich sagen, zum Publikum, was natürlich wünschenswerterweise nachwachsen sollte. Besonders in Deutschland, wenn wir jetzt auf Reisen sind. Ich sage nur Türkei zum Beispiel als typisches Beispiel, weil Türkei hat für uns im Hinterkopf immer noch ein bisschen sowas wie Entwicklungsland. Und dann kommen wir dahin und stellen fest, dass in die klassischen Konzerte kommen ganz viele junge Leute, interessiert und motiviert, und das wünschen wir uns hier natürlich auch. Deswegen gerade dieser Schritt nach vorne, ein bisschen ins Kino. Das ist natürlich nicht nur klanglich sensationell im Kino. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen nicht so guten Platz, auch hier in der Philharmonie. Da hören Sie im Kino doch weitaus besser, wenn ich das so vorsichtig anmerken darf, weil mit so einer Dolby Surround Anlage, was es da alles gibt, das wird sicherlich ein sehr direkter Eindruck werden fürs Publikum, aber natürlich sind Sie auch mit dem Auge viel näher dabei. Man fährt ja mit den Kameras durchs Orchester, vom Solisten zum Dirigenten und so weiter. Insofern, ich hoffe, ich bin gut genug geschminkt dann, damit die Leute mein Gesicht auch dann ertragen können im Kino.